Der folgende Tag führte mich erstmal in die Höhlen von Postojna, 4 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Es ist eine der größten Touristenattraktionen Sloweniens. Hinein geht es mit einem kleinen Zug etwa 3,7 Kilometer weit. Eröffnet wurde die Bahn schon 1872, war mithin weltweit die erste Eisenbahn in einer Tropfsteinhöhle. Ab 1964 baute man die Strecke sogar zweigleisig aus, um die Besucherkapazitäten zu erhöhen. Jährlich kommen über 500.000 Besucher her. Die allerersten Touristen stammen von 1213, darauf deuten Wandmalereien hin, die man zeitlich einordnen konnte. Zu Fuß geht es etwa 1,5 Kilometer durch die bizarre Welt der Stalaktiten und Stalagmiten. Erforscht ist bisher eine Höhlenlänge von 24 Kilometern. Prächtige Tropfsteinskulpturen wechseln sie mit großen Hallen ab, wie der Weiße Saal, der Spaghetti-Saal oder der Rote Saal. Im größten Saal, der Konzerthalle, sollen 10.000 Menschen passen. Es gibt Führungen in Englisch, Italienisch, Slowenisch und Deutsch zu jeder Stunde. Bevor es mit dem Zug wieder rausgeht, darf natürlich ein Souvenirshop nicht fehlen. Wenige Kilometer entfernt findet sich ein weiteres Highlight, die Höhlenburg Predjama, zu Deutsch Lüg, mithin die größte und am besten erhaltene Höhlenburg weltweit. An einer 123 Meter hohen, senkrechten Felsenwand gelegen. In den 800 Jahren seit ihrem Bau im 12. Jahrhundert wurde sie nie eingenommen. Die heutige Form stammt aus dem Jahr 1570. Man zählt die Burg zu den 10 faszinierendsten der Welt und sie ist im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet, eben als der weltgrößte Höhlenburg. Komfortabel war das Leben hier nicht, die musste der Sicherheit weichen. Hinter der Höhlenburg befinden sich geheime Höhlengänge, so dass man sich bei einer lang andauernden Belagerung versorgen konnte. So geschehen, als man den Raubritter Erasmus von Lüg ergreifen wollte, der hier residierte. Er verspottete seine Belagerer sogar, indem er Nahrungsmittel von der Burg warf. Für klares, sauberes Wasser sorgte der Berg selbst. Erasmus von Lüg wurde dennoch für seine Taten bestraft. Durch den Verrat eines seiner Diener soll er 1484 dann doch getötet worden sein. So erzählt man sich, dass er während eines Ganges zum Abort an der Außenmauer mit Steinkugelgeschossen erschlagen worden sein soll. Vermutlich nur eine schöne Legende, die für Erzählungen aber aufrechterhalten wird.
Anschließend bin ich nach den 2 heutigen Besichtigungen noch eine kleinere Runde mit dem Motorrad gefahren, habe kleinere Seitenstraßen gesucht, möglichst geschotterte und ungeteerte Wege. Heute wird vor allem Motorrad gefahren, nach den Besichtigungen der letzten Tage. Außerdem ist es einfach zu warm, um in der Motorradkombi rumzulaufen. Erst einmal ist Offroad angesagt. Es geht Wiesen entlang und durch einsame Laubwälder. Dann folgen schöne Landstraßen, nicht selten auch auf Schotter. Weiter die Berge hoch und durch endlose dunkle Wälder durch Bärenland. Immer wieder Offroad, wenn es möglich ist.
Die Wälder hier scheinen endlos. Man fährt Stunden durch sie hindurch, begegnet kaum jemanden. Ja, es stimmt. Slowenien ist eines der waldreichsten Länder Europas. Auf den freien, geteerten Straßen kann man die Maschine auch mal laufen lassen. Natürlich im Rahmen der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Gegen Nachmittag geht es durch eine sonnendurchflutete Region mit viel Weinbau. Schöne Dörfer, ein Schloss, eine Burg und eine weitere Höhle, sogar Weltnaturerbe, lasse ich diesmal aus. Kurvenreiche Landstraßen und viele Kilometer auf Schotter, dabei herrscht kaum Verkehr. Was will man als Motorradfahrer mehr? Zusammen kamen rund 270 Kilometer Fahrspaß, zum größten Teil auf Schotter und Offroad.
Heute geht es in den Süden an die Küste Sloweniens. Nur ist es keine so gute Idee, an einem Wochenende bei warmen Temperaturen und Sonne dorthin zu fahren. Machen viele andere auch. Erstes Ziel ist die Stadt Koper mit Sloweniens einzigem Seehafen. Die schöne Altstadt liegt nahe der Hafenanlage mit mächtigen Kränen und Containerplätzen. Mir ist aber einfach zu viel los, also einmal umrundet und weiter. Also weiter nach Isola, der nächsten Stadt. Schon der Weg die Küste entlang, immer Stop and Go. Eigentlich lädt das schöne Städtchen zum Bummeln durch charmante Gassen ein. Aber auch hier ist heute für mich zu viel los. Man sollte unter der Woche kommen. Also wieder einmal durch und ab nach Piran, Stadt Nummer 3 an der Küste. In der Hoffnung, dort ist nicht ganz so viel los. Und tatsächlich, in Piran ist etwas weniger los und es gibt nahe am Strand sogar Motorradparkplätze. Also einen Stopp gemacht und etwas durch die Gegend geschlendert. Piran bietet dem Besucher sogar einen Sandstrand, die Ausnahme hier in Slowenien. Meist finden sich Kiesstrände oder sogar felsige Küstenabschnitte. Im Vergleich zu den Nachbarländern Italien und Kroatien ist die Adriaküste des Landes geradezu winzig, beträgt ihre Länge doch weniger als 50 Kilometer. Ich bin früh dran, also geht es wieder ins Hinterland mit weniger Verkehr Richtung Kroatien. Vorbei an Weinstöcken und Olivenhainen, immer nur auf kleinen Sträßchen, teils geteert, teils auf Schotter. Die Dörfer abseits der größeren Routen scheinen ausgestorben. Auf einmal, mitten in der Pampa, ist die Straße gesperrt. Der letzte Abzweig liegt gut 8 Kilometer zurück, also umgedreht und eine Umfahrung gesucht. Mein Navi führt mich dann über teils abenteuerliche Pisten. Wunderbar. Schmale, sehr steile Strecken mit Haarnadelkurven, grober Schotter oder Steine, hohes Gras und das kilometerlang.
Bei manchen Wegen hat man den Eindruck, dass hier schon jahrelang niemand mehr entlang gefahren ist. Manchmal komme ich an einzelne Gehöfte, die noch in der Vergangenheit stehen geblieben sind, die man aber auch nur über derartige Wege erreicht und wo es auch mal nicht weitergeht. Also zurück und einen anderen Weg gesucht. Irgendwann hat mich die Straße wieder. Weiter geht es Richtung Kroatien. Und nach kurzer, flotter Fahrt bin ich in Kroatien. Gut, dass ich den Pass dabei habe. Kroatien gehört zwar zur EU, aber 2022 noch nicht zum Schengen-Bereich. Es ist also eine EU-Außengrenze. Und es wird kontrolliert, aber nur auf slowenischer Seite, nicht auf der kroatischen. Kurz durch eine Stadt gefahren, geht es gleich wieder in die Berge. Auch hier, ich fahre kilometerweit durch dichte Wälder und einer wunderbaren Hochebene entlang, die an eine Heidelandschaft erinnert. Nur fast überall sind gerade mal 40 Kilometer pro Stunde erlaubt, obwohl die Straßen sehr gut sind und kein Verkehr. Ich fahre auf kroatischer Seite an der Grenze zu Slowenien entlang. Ein meterhoher Zaun mit NATO-Stacheldraht sichert die Grenze. Auf einer Seitenstraße sehe ich auch eine kleine Flüchtlingsgruppe auf dem Weg in den Schengen-Bereich. Ein paar kleinere Ortschaften säumen den Weg, scheinen wie ausgestorben.
etwa einer Stunde verlasse ich Kroatien wieder, suche in Slowenien noch ein paar Feldwege. Dann geht es etwas flotter die letzten 40 Kilometer zum Campingplatz bei Postojna zurück. Bin ja schon den ganzen Tag unterwegs und muss morgen zurück nach Stuttgart. So sind es heute 290 Kilometer geworden. Hatte ich eigentlich gar nicht vor. Slowenien ist ein wirklich schönes, vielseitiges Land. Nicht nur für Motorradtouren. Es erinnert in vielen an Österreich und Italien, nicht aber bei den Preisen, denn die sind deutlich geringer. Ich komme wieder.